Im Januar 1943 wurde Nikola Tesla tot in seinem Zimmer im Hotel New Yorker in New York aufgefunden. Kurz darauf gerieten seine Unterlagen ins Visier der Geheimdienste. Teslas Archive aus diesem Zimmer wurden von Regierungsvertretern beschlagnahmt, um sie auf mögliche Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu untersuchen. Dieser Schritt wirft viele Fragen und Rätsel im Zusammenhang mit seiner Arbeit auf. Interessanterweise nahm Teslas jüngerer Verwandter, Sava Kasanovic, der als Bindeglied zwischen dem hinterlassenen Erbe und den Ermittlern fungierte, nur 3 Fotografien mit. Sein Freund Kenneth Sweezy nahm ebenfalls nur vorsichtig ein Buch mit Autogramm an sich. Diese Tatsache entzieht vielen modernen Theorien über die Verstrickung und Geheimhaltung der Dokumente ihre Grundlage. Trotz der bekannten Fakten sind Teslas Archive immer noch von einer geheimnisvollen Aura umgeben. Obwohl einige seiner Erfindungen ihrer Zeit voraus waren, wie etwa die drahtlose Energieübertragung oder die Entwicklung der sogenannten Todesstrahlen, bleibt vieles auf der Ebene von Hypothesen und kühnen Vermutungen. Wie konnte es also geschehen, dass diese ehrgeizigen Projekte nicht die gebührende Aufmerksamkeit erhielten und unsere Welt nicht veränderten? Vielleicht wird uns die Berührung mit diesem Rätsel zu weiteren, nicht weniger faszinierenden Entdeckungen im Leben des großen Erfinders führen. Energie ohne Kabel. Der Wardenclyffe-Turm auf Long Island, etwa 60 Meilen von New York entfernt, symbolisierte die ehrgeizigen Träume von Nikola Tesla. Erbaut zu Beginn des 20. Jahrhunderts, erreichte er eine Höhe von 150 Fuß, einschließlich einer riesigen Kupferkugel an der Spitze. Unter der Leitung von Tesla sollte in diesem imposanten Bauwerk der Traum verwirklicht werden, Energie und Informationen durch die Erde und die Atmosphäre zu übertragen, ganz ohne Kabel. Das Projekt wurde von John Morgan unterstützt, einem der einflussreichsten Industriellen jener Zeit, der darin ein kommerzielles Potenzial zur Verbesserung der elektrischen Beleuchtung sah. Doch als klar wurde, dass Tesla an ein globaleres, weltweites System der drahtlosen Kommunikation dachte, das auf transnationale Telefonie und Rundfunk abzielte, wurde die Finanzierung eingestellt. In den Annalen der Geschichte steht dieser Turm nicht nur für einen technischen Durchbruch, sondern auch als trauriges Zeugnis einer unvollendeten Revolution. Trotz des Abrisses im Jahr 1917 aufgrund von Schulden blieben die Mythen und der Drang nach Fortschritt erhalten. Hätte Tesla seine Pläne zur Energieübertragung durch die Erde verwirklicht, hätte unsere Welt unglaubliche Möglichkeiten erlangen können. Doch Teslas wahre Stärke lag nicht nur in seinen Erfindungen, sondern auch in seiner Weitsicht, die sich vielleicht noch mehr in dem nächsten, nicht weniger geheimnisvollen und faszinierenden Kapitel seines Genies offenbart hätte. Todesstrahlen. Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts stand Nikola Tesla erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, diesmal mit seinem Konzept der sogenannten Todesstrahlen. Dieses elektrische Genie entwickelte die Idee einer Waffe, die auf gerichteten Energiestrahlen basiert und mit ihrer furchterregenden Kraft ganze Armeen aufhalten könnte. Sogar Vertreter einiger Regierungen, darunter der Sowjetunion, zeigten Interesse an seinen Entwicklungen und trafen sich mit ihm, um das Potenzial solcher Geräte zu besprechen. Obwohl es keine genauen Informationen über den Stand der Arbeiten gab, verbreitete sich die Nachricht schnell in der Presse und wurde zu einer echten Sensation. Obwohl das Gerät eine theoretische Konzeption blieb, glaubte Tesla selbst aufrichtig daran, dass seine Erfindung die weltweite Sicherheit stärken könnte, unabhängig von der geopolitischen Lage. Mithilfe der mächtigen Strahlen hätte jeder Aggressor auf eine unsichtbare Barriere stoßen können, ein Konzept, das später von anderen Wissenschaftlern weiterentwickelt wurde. Wissenschaftliche Beweise für die Funktionsfähigkeit der Todesstrahlen gab es nicht, doch ihr Potenzial regte die Fantasie an und führte zu kühnen Spekulationen über die Möglichkeiten von Fernwirkungsenergiewaffen. Das Gerät blieb eine Legende, doch sein Konzept inspiriert bis heute und wirft Fragen darüber auf, wie solche Ideen unseren Ansatz zu Sicherheit und Verteidigung verändern könnten. Lassen Sie uns nun weiter dem Weg von Teslas genialen Einfällen folgen, um besser zu verstehen, welche Möglichkeiten und Träume uns der große Erfinder als Vermächtnis hinterlassen hat. Träume vom Mars. Im Jahr 1899 führte Nikola Tesla Experimente auf dem Pikes Peak durch. Gerade hier empfing er ungewöhnliche Radiosignale, die ihn zunächst an mögliche außerirdische Quellen denken ließen. Obwohl er später in seinen Aussagen vorsichtig war und annahm, dass es sich um planetare elektrische Störungen handeln könnte, beflügelten diese Signale dennoch seine Fantasie über Verbindungen zu unseren marsianischen Nachbarn. In einem Brief, der 1910 in der Zeitung New York Times veröffentlicht wurde, diskutierte Tesla über die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens, war jedoch in seinen Behauptungen zurückhaltender und betonte, dass es bislang keine direkten Beweise für einen Kontakt mit dem Mars gebe. Dies zeugt von der wissenschaftlichen Disziplin und Vorsicht des Erfinders trotz seiner Faszination für interstellare Ideen. Der Traum von einer Verbindung mit anderen Planeten faszinierte die Wissenschaftler noch viele Jahre lang. Und obwohl Tesla keine Projekte für interplanetare Reisen entwickelte, inspirierten seine Arbeiten im Bereich der Radiokommunikation zukünftige Weltraumforscher. Gerade seine Vision der drahtlosen Energie- und Informationsübertragung hat viele moderne Technologien vorweggenommen und die Wissenschaft der Zukunft geschaffen. Stellen Sie sich vor, wie sich diese Ideen hätten entwickeln können, wenn Tesla sie hätte verwirklichen können.
Im weiteren Verlauf unserer Reise werden wir eines der faszinierendsten Rätsel seines Lebens entschlüsseln, das mit einem phänomenalen Mechanismus verbunden ist, von dem nur wenige gehört haben: das Teufelsrad. Anfang des 20. Jahrhunderts widmete sich Nikola Tesla, ein Genie mit grenzenloser Fantasie, einem Projekt, das erträumt war, die weltweite Energielandschaft zu revolutionieren. Anstatt das sogenannte Teufelsrad zu entwickeln, wie es manchmal fälschlicherweise interpretiert wird, konzentrierte er sich darauf, Naturkräfte wie Magnetfelder und elektrodynamische Phänomene zu nutzen, um Energie effizient zu übertragen und zu steuern. Tesla strebte danach, Motoren und Geräte zu schaffen, die die Effizienz der Nutzung von Elektrizität erheblich steigern könnten. Seine Experimente erstaunten seine Zeitgenossen, da die Grundlage seiner Entwicklungen oft auf ungewöhnlichen Konzepten beruhte, die über das allgemein anerkannte Wissen seiner Zeit hinausgingen. Er glaubte, dass man Magnetismus nutzen könne, um Geräte zu schaffen, die Elektronen mit minimalen Verlusten fließen lassen. Tesla sprach oft über die drahtlose Energieübertragung und elektromagnetische Felder und sah damit Technologien voraus, die wir heute als völlig selbstverständlich betrachten. Seine Träume von einer kabellosen Welt spiegelten ein tiefes Verständnis für die Möglichkeiten der Zukunft wider, waren jedoch nicht durch offizielle Pläne der berühmten Perpetuum-mobile-Maschine untermauert. Trotz seiner großartigen Pläne blieben viele seiner Entwicklungen unerforscht und gerieten in Vergessenheit. Dennoch inspirierten Teslas Arbeiten Generationen von Wissenschaftlern dazu, neue Wege der Energienutzung und Steuerung zu erforschen. Seine Experimente überzeugten von der Unerschöpflichkeit des wissenschaftlichen Potenzials und deuteten auf noch ehrgeizigere Projekte hin, die echtes Interesse hätten wecken können. Im nächsten Teil werden wir auf einen weiteren ehrgeizigen Traum Teslas eingehen, der einen bedeutenden Eindruck in der Geschichte seiner Karriere und seines Vermächtnisses hinterlassen hat: der verschwundene Turm. Bereits im Jahr 1898 dachte Nikola Tesla über ein großartiges Projekt nach. Bereits im Jahr 1901 wurde der Bau des berühmten Wardenclyffe-Turms auf Long Island Wirklichkeit. Das Grundstück wurde dank James Warden erworben. Der Turm ragte 47 Meter in die Höhe und strebte danach, die Welt drahtlos zu verbinden. Das ursprünglich von John Morgan unterstützte Projekt sollte die Telefon- und Telegrafenkommunikation verbessern. Doch die Idee, kostenlose Energie zu übertragen, machte den Geschäftsmann misstrauisch und er stellte die Finanzierung ein. Tesla gab nicht auf und versuchte weiterhin, neue Investoren zu finden, doch das Projekt geriet ins Stocken. Am 15. Juni 1903 fanden die ersten groß angelegten Tests statt, die eine Revolution in der Übertragung von Energie und Informationen versprachen. Leider wurde der Turm im Jahr 1917 aus Angst vor einer Nutzung durch die Deutschen abgebaut. Trotz des Misserfolgs hinterließ der Wardenclyffe-Turm einen deutlichen Abdruck in der Geschichte und zeigte, wozu die grenzenlose Fantasie eines großen Erfinders fähig ist. Aber was wäre, wenn das Projekt doch vollendet worden wäre? Vielleicht muss die Antwort unter anderen Rätseln im Umfeld von Tesla gesucht werden, wie zum Beispiel seinen Kontakten zu Wissenschaftlern derselben Generation: Tesla und Einstein. Zu den herausragendsten Köpfen des frühen 20. Jahrhunderts zählen Nikola Tesla und Albert Einstein. Trotz der Unterschiede in ihren Arbeitsrichtungen und Philosophien waren sie berühmte Persönlichkeiten ihrer Zeit. Und obwohl es keine Berichte über eine Zusammenarbeit gibt, wird vermutet, dass sie sich einmal im Jahr 1930 im Hotel New Yorker getroffen haben. Diese Treffen, falls sie tatsächlich stattgefunden haben, hinterließen nur Spuren in Anekdoten und Erinnerungen. Tesla, der komplexen theoretischen Relativitätsmodell gegenüber skeptisch war, bestand auf Konkretheit und Praktikabilität. Er kritisierte offen Ideen, die außerhalb seiner Technologien und seiner Ätherkonzepte lagen. Im Gegensatz zu Tesla erforschte Einstein die Gesetze des Universums mit Hilfe von Formeln und Abstraktionen, weshalb Tesla oft an deren praktischem Wert zweifelte. Beide widmeten ihr Leben dem Studium physikalischer Phänomene, doch ihre Wege blieben parallel. Tesla konzentrierte sich auf die Entwicklung von Wechselstrom und Anwendungen des Elektromagnetismus, während Einstein Gravitation und Raumzeit erforschte. Ihre Arbeit hätte Generationen inspirieren können, doch eine bedeutende Zusammenarbeit nahm nie die Form einer umfassenden Kollaboration an. Trotz ihrer Unterschiede haben beide Genies einen unschätzbaren Beitrag zur Wissenschaft geleistet. Nach den Erinnerungen seiner Zeitgenossen wurden in Teslas Laboren faszinierende Experimente durchgeführt, bei denen mit elektromagnetischen Feldern und der fortschrittlichen Elektronik seiner Zeit experimentiert wurde. Diese Versuche führten manchmal zu Kontroversen und Missverständnissen und hinterließen offene Fragen für zukünftige Generationen von Wissenschaftlern. Wenn wir weiterhin die großen Ideen und Fantasien Teslas erforschen, tauchen wir in eine Welt ein, in der Wissenschaft oft mit Mystik verschmilzt und sich in seinem faszinierenden Erbe widerspiegelt: elektrische Geister. In seinem Labor in Colorado Springs, einem abgelegenen Winkel der Berge von Colorado, führte Nikola Tesla Experimente durch, die die Physik auf den Kopf stellten und die gewohnten Gesetze in seinen Händen veränderbar machten. Genau hier, zwischen 1899 und 1900, erzeugte er elektrische Entladungen, die sich über Dutzende von Fuß erstreckten und die Nacht mit hellen Blitzen erleuchteten. Diese Blitze beeindruckten die Einheimischen so sehr, dass sich um die Experimente eigene Mythen und Legenden zu bilden begannen.
Wenn Tesla Gasentladungslampen ohne Kabel zum Leuchten brachte, wirkte das wie Magie. Er beherrschte die Energie so, dass Glühbirnen allein durch die Luft leuchteten und damit die geheimnisvollen Kräfte des elektromagnetischen Resonanzes demonstrierten. Diese Phänomene, die für die meisten Zeitgenossen unverständlich blieben, ließen sich physikalisch erklären, auf der theoretischen Grundlage, die Tesla mit seinen Experimenten mutig erweiterte. Obwohl die Menschen von Wundern und Geistern sprachen, empfahl Tesla selbst nie in seinen Errungenschaften etwas Übernatürliches sehen. Für ihn war es ein kunstvolles Spiel der Natur und der Gesetze der Wissenschaft. Gerade diese Experimente, auch wenn sie von einem Hauch des Geheimnisvollen umgeben waren, festigten seinen Ruf als Erfinder, der Jahrzehnte vorausdachte. Diese Versuche verrieten viel über die Natur von Elektrizität und Magnetismus, ließen jedoch neue Rätsel offen. Und doch, obwohl viele seiner Ideen nie Wirklichkeit wurden, inspiriert das wissenschaftliche Potenzial von Teslas Entdeckungen weiterhin die Köpfe zukünftiger Generationen. Deshalb werden wir, wenn wir tiefer in das Genie des Erfinders eintauchen, sehen, wie der Versuch, die Welt zu verändern, oft auf unüberwindbare Hindernisse stößt. Vergessene Anerkennung. Nikola Tesla hat in der Wissenschaft einen enormen Fußabdruck hinterlassen, doch einige seiner Erfindungen haben nie die breite Öffentlichkeit erreicht. Zu seinen herausragendsten Projekten gehörte das ambitionierte weltweite drahtlose System, das er Ende der 1880er Jahre konzipierte. Dieses System sah die Übertragung von Energie und Funksignalen ohne Kabel vor, indem es die Resonanz der Erde nutzte. Er demonstrierte ihre Möglichkeiten auf der Weltausstellung in Chicago im Jahr 1893, doch eine praktische Umsetzung und ein kommerzieller Erfolg blieben unerreichbar. Tesla stieß ständig auf das Misstrauen der Investoren, da seine Ideen als zu radikal galten. Die Finanzierung wurde nicht zuletzt wegen seiner Exzentrik und finanziellen Schwierigkeiten eingestellt. Auch die Zerstreuung der öffentlichen Aufmerksamkeit auf kommerziell erfolgreichere Wissenschaftler wie Edison und Marconi spielte eine Rolle. Letztere konnten Finanzmittel für ihre verständlicheren Erfindungen wie die Radiotelegrafie gewinnen. Außerdem waren einige seiner Arbeiten aufgrund verlorener Notizen oder der Aufbewahrung in privaten Sammlungen unzugänglich. Dies schuf eine gewisse Mystik um seine Werke, die bis heute Interesse und Fragen hervorrufen. Tesla war seiner Zeit nicht nur voraus, sondern stellte die Wissenschaft auch vor Herausforderungen, die noch zu lösen sind. Heute finden einige von Teslas Ideen in modernen Technologien Anwendung, zum Beispiel in Systemen zur resonanten drahtlosen Energieübertragung. Obwohl die vollständige Umsetzung seines weltweiten Systems nach wie vor schwer realistisch ist, schreitet der von seinen Ideen inspirierte Fortschritt weiter voran. Gerade diese Welle der Begeisterung für sein Werk und das Talent des großen Erfinders durchdringen Kino und Literatur, die in ihm eine unerschöpfliche Inspirationsquelle finden. Wenn wir in unserer Erzählung weitergehen, werden wir sehen, wie sein Bild in der modernen Kunst Gestalt angenommen hat und weiterhin erstaunt und Neugier weckt. Tesla in der Popkultur. Das Bild von Nikola Tesla, dem großen Innovator, hat in der modernen Popkultur seinen Platz als Symbol für äußerste Innovationskraft und Geheimnis gefunden. David Bowie in der Rolle des Tesla im Film Prestige hat die mythische Wahrnehmung des Erfinders buchstäblich zum Leben erweckt, indem er ihn als Schöpfer einer Maschine darstellte, die in der Lage ist, Objekte zu klonen. Diese Idee, die im Bereich der Fantastik liegt, sprengt tatsächlich die Grenzen des Möglichen und der Vorstellungskraft. In der Serie Sanctuary wird die Figur Teslas in einer ungewöhnlichen Rolle gezeigt, die Wissenschaft und Fantasie miteinander verbindet und die Zuschauer auf Pfade alternativer Realitäten führt. Diese romantisierte Darstellung ist ein häufiges Phänomen in der Kunst, wo Tesla zum Symbol des Genies und des Meisters der Innovationen wird. Es ist bekannt, dass Tesla über 700 Erfindungen und Patente besitzt, die seinen unglaublichen Beitrag zur Welt der Technologie unterstreichen. Einige seiner Ideen, wie die Energieübertragung über große Entfernungen und Resonanzfrequenzen, inspirierten moderne Entwicklungen, auch wenn sie keine direkte technologische Fortsetzung fanden. Die Videospielreihe BioShock bezieht sich zwar nicht direkt auf Teslas Erfindungen, ist jedoch vom Geist jener wissenschaftlichen Revolutionen durchdrungen, die er verkörperte. Die Ästhetik des frühen 20. Jahrhunderts, durchdrungen von innovativen Ideen, dient vielen Schöpfern kultureller Produkte als Inspiration. Tesla ist in der modernen Kultur nicht einfach nur eine Figur aus Physiklehrbüchern. Sein Leben und Werk, auch wenn sie in fantastischen Interpretationen dargestellt werden, bleiben ein glänzendes Beispiel dafür, wie weit wissenschaftliche Vorstellungskraft führen kann. Indem wir seinem Vermächtnis folgen, nehmen wir die Lektionen auf und lassen uns weiterhin von diesem größten Erfinder inspirieren, der Wissenschaft und Kunst in einer Person vereinte. Inspiriert von seinem Fortschritt diskutiert die Welt über das Erbe und die Entschlüsselung vieler Geheimnisse, die Tesla hinterlassen hat. Vermächtnis und Verschwörungstheorien. Nikola Tesla, das unbeirrbare Genie seiner Zeit, hinterließ nicht nur ein unglaubliches Erbe an Erfindungen, sondern auch eine nicht minder beeindruckende Aura aus Geheimnissen und Legenden. Trotz mehr als 300 Patenten ist sein Name von zahlreichen Mythen und Vermutungen umgeben. Nach seinem Tod im Jahr 1943 wurden Teslas Archive für das Federal Bureau of Investigation interessant. Obwohl die Beschlagnahmung der Dokumente Fragen aufwirft, gibt es keinen eindeutigen Beweis für die Vertuschung revolutionärer Entwicklungen.
Solche Verschwörungstheorien erregen Aufmerksamkeit, beruhen jedoch eher auf Gerüchten als auf Fakten. Die Legende vom Todesstrahl regt ebenfalls die Fantasie an. Tesla sprach davon, einen gerichteten Energiestrahl zu erschaffen, der Nationen vor Angreifern schützen könnte. Solche Behauptungen waren in der Realität nicht ausreichend untermauert und ließen die Idee im Bereich von Gerüchten und Fantasien. Trotz der Mythen haben seine anerkannten Errungenschaften das Gesicht der Welt verändert. Tesla führte das System der Wechselstromübertragung ein, erfand den Asynchronmotor und schenkte der Technik den Hochspannungstransformator. Seine Experimente mit der drahtlosen Energieübertragung inspirierten zukünftige Generationen, erreichten jedoch nie eine kommerziell erfolgreiche Umsetzung. Die entstandenen Mythen unterstreichen, wie weit der große Erfinder in die Zukunft geblickt hat. Trotz fehlender dokumentarischer Belege für bestimmte Theorien bleibt die Fantasie, die sein Vermächtnis umgibt, lebendig und faszinierend. Aus tiefem Interesse an seinem Schaffen entdecken wir immer wieder neue Facetten seines ingenieurtechnischen Denkens. Findet sich das in den Diskussionen und Interpretationen moderner Theorien wieder? Vor uns liegen weitere Entdeckungen über das ewige Rätsel, das Tesla ins Unbekannte mitgenommen hat. Das letzte Geheimnis. Nikola Tesla, ein Mann, dessen Name mit erstaunlichen Innovationen verbunden ist, hat viele Rätsel hinterlassen. Eines der meistdiskutierten Projekte ist der sogenannte Todesstrahl, eine angebliche Energiewaffe, die laut Tesla eine unüberwindbare Barriere für Angreifer hätte sein können. Die Details dieses Geräts bleiben unklar und geben Anlass zu zahlreichen Gerüchten und Spekulationen. Haben seine Prototypen oder Aufzeichnungen überlebt? Das sind nur Vermutungen, für die es keine dokumentarischen Beweise gibt. Zu seinen weiteren ehrgeizigen Plänen gehörte die Idee, Energie über große Entfernungen kabellos zu übertragen, indem er die Resonanz des Planeten nutzte. Auf diesem Gebiet leistete Tesla tatsächlich bedeutende Arbeit, indem er den Wardenclyffe-Turm auf Long Island errichtete, doch dessen Anwendung und Erfolg blieben gering und wurden von Spekulationen begleitet. Sein Traum wurde nicht verwirklicht, aber die Idee inspirierte die Forschung im Bereich der Energieübertragung. Die häufig auftretenden Geschichten über seine Beteiligung am Philadelphia-Experiment und seine Verbindungen zur US-Marine gehören zu urbanen Mythen, die nicht auf historischen Fakten basieren. Er starb im Jahr 1943 und diese Erzählungen haben keine faktische Grundlage. Was Supraleiter oder unendliche Energie betrifft, so handelt es sich dabei eher um Legenden als um von Tesla bestätigte wissenschaftliche Forschungen. Doch zweifellos haben seine visionären Ideen wie drahtlose Kommunikation und Funkübertragung viele moderne Technologien vorweggenommen, von denen man früher nur träumen konnte. Tesla war ein Mensch, der in die Zukunft blickte, und seine Arbeiten inspirieren bis heute Ingenieure und Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Seine Fantasien waren ihrer Zeit oft voraus und ebneten den Weg für moderne technologische Errungenschaften. Die Geheimnisse, die er mit ins Grab nahm, beflügeln weiterhin unsere Vorstellungskraft und lassen mehr Fragen offen, als sie beantworten. Vielleicht liegt genau darin der wahre Zauber seines Vermächtnisses.